Herzlich willkommen wieder im fünften Teil von meiner Serie von Wer bin ich? Und ich bin in letzter Zeit irgendwie nicht mehr dazu gekommen, die Serie weiterzuführen. Aber heute habe ich jetzt mal ein bisschen Luft und denke mir mal so, führe sie weiter. Ja, mit 32 habe ich dann sowas Ähnliches wie eine Midlife-Crisis bekommen. Ich hatte eine abbezahlte Wohnung, hatte 2 Apartments, war Single, hatte einen guten Job und ja, in dem Alter denkt man sich dann so, ja, war das jetzt alles gewesen im Leben? Und mache ich das jetzt so weiter, bis zu meinem Rentenalter im Hamsterrad rumzuhängen und abzustrampeln etc. Das war eine ganz komische Zeit gewesen. Hatte zwar vermeintlich alles gehabt, aber trotzdem hat mir was gefehlt. Keine Ahnung was. Also ich war ein bisschen hin und her gerissen und war eine komische Zeit gewesen. Hab dann meinen lang ersehnten Wunsch, habe ich mich dann bemüht. Ich wollte unbedingt mal Animateur werden und habe mich dann bei TUI beworben gehabt und auch bei denen einen Job bekommen. Ich gehörte natürlich zum ältesten Kaliber, so mit 32 sind dann schon die Einstellungsvoraussetzungen irgendwie ja, so ziemlich an der Kapazitätsgrenze gewesen. Aber trotzdem, ich kam da so locker flockig rüber und es hat ihnen gefallen und haben mich dann eingestellt gehabt. Dann habe ich dann gleich gekündigt, meinen Job, und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich brauche was anderes, also so in dem Sinne. Habe keinen Bock mehr gehabt und habe dann bei TUI gearbeitet als Animateur. Wir hatten dann so eine kleine Schulung gehabt, dies und jenes. Und dann wurde ich dann, da ich dann halt Türkisch konnte, wurde ich dann in Antalya-Region, Side und da die Kemer und die ganzen Hotels, wurde ich da eingesetzt und war dann als Animateur tätig gewesen. War eine schöne Zeit, könnt ihr euch vorstellen, in der Sonne wieder gearbeitet, ne? Und ja, Gästebetreuung, ne? Man lernt viele Leute kennen. Und ja, war sehr spaßig gewesen, die Zeit. Aber ich hatte ja, Kosten Logis war umsonst gewesen. Hatte dann halt, ich weiß nicht mehr ganz genau, waren es 600 Euro oder so. War jetzt nicht viel gewesen. Dadurch, um den Dreh, nagelt mich nicht fest, war nicht viel gewesen. Und dadurch, dass ich halt eine abbezahlte Wohnung in Deutschland hatte, konnte ich dann halt problemlos ins Ausland. Und hatte ich ja dann noch 2 Apartments, die haben dann halt auch noch ein bisschen Geld dann geschickt gehabt sozusagen auf mein Konto. War alles okay gewesen für mich, einfach die Reißleine mal zu ziehen und den Job anzugehen. Das habe ich ein paar Monate gemacht, ja, fing dann halt so morgens um 8 Uhr an, hörte bei mir aber nicht so um 8 Uhr auf, also 12 Stunden, sondern gerade dann, wenn dann abends dann halt schön wurde, gesellig wurde und man halt mit den Gästen auch mal bei einem Gläschen Spaß haben konnte, war das natürlich eine schöne Zeit gewesen. Ne? Also die ging dann halt bis 12, 1 Uhr oder was und morgens dann wieder 8 Uhr aus dem Bett raus. Das konnte ich eine Zeit lang machen. Ich hatte eine 6-Tage-Woche gehabt. Ein Tag in der Woche war frei gewesen, aber auf die Dauer war das nichts, ne? Auf die Dauer, das war eine Zumutung gewesen. Spaß da, wenn man da wirklich nur arbeitet und dann ins Bett fällt oder was. Aber wenn du noch ein bisschen Spaß haben willst, kann sich das schon mal in die Länge ziehen. Und ja, hab gern gefeiert, ne? Ja, das habe ich dann halt leider nur so 3 Monate maximal gemacht und hab mir dann gesagt, so nee, das war's für mich mal wieder. Bin wieder nach Deutschland gegangen. Und habe mir gesagt, so, nee, okay, jetzt hatte ich dann irgendwie so wieder neue Energie gehabt, in ein Hamsterrad zu springen. Und bin da gleich wieder reingesprungen. Ne? Habe mir dann einen Job wieder gesucht, war wieder gut bezahlt gewesen. Und habe mir gedacht, so, jo, jetzt machst du noch den Controller, staatlich geprüften Controller. Und habe dann mal wieder einen Abendlehrgang besucht
Aber ich habe dann da wieder festgestellt gehabt, so das habe ich 2 Monate lang gemacht, habe ich gesagt so, nee, wozu mache ich den Scheiß? Wieso noch mehr weiterbilden und noch mehr weiterbilden? Nee, also, oder der Weg war, das war einfach zu viel gewesen. Ich war voll, ich war kopfmäßig voll, war irgendwie nicht bereit gewesen, hatte ja schon meinen staatlich geprüften Bilanzbuchhalter gehabt und dann noch den staatlich geprüften Controller. Ja, hätte man machen können, durchziehen, aber ich hatte irgendwie nicht mehr die Power gehabt dafür, das durchziehen zu wollen. Hab das dann an den Nagel gehangen und hab mir gesagt, so nee, machst du deinen Job, ne? Und ich hatte ja dann schon ein bisschen wieder was zusammengespart gehabt und habe mir dann gesagt, okay, kaufst du dir jetzt noch noch weitere Apartments, 2 Stück habe ich mir gekauft und ja, da hatte ich schon 4 Stück gehabt und meine abbezahlte 2-Zimmer-Wohnung noch. Mir ging es eigentlich ganz gut in der Zeit, also kam immer regelmäßig Geld rein, hatte viel mit denen zu tun gehabt, also was die Abrechnung angeht mit den Mietern und dies und jenes, Wasserschaden oder was auch immer, dies und jenes zu klären. Und irgendwann habe ich dann halt mal meine Frau kennengelernt, ne? Love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try to separate them, it's an illusion. Try, and you will only come to this conclusion, love and marriage. Ja, das wurde uns aber auch ein bisschen zu klein mit der 2-Zimmer-Wohnung. Haben wir uns gedacht gehabt, so, nee, das geht so nicht. Und Kind war dann auch schon im Anmarsch gewesen. Und haben wir gesagt, ja gut, dann kaufen wir uns eine größere Wohnung. Und haben uns dann eine 4-Zimmer-Wohnung gekauft gehabt. Ne? War im gleichen Gebäude gewesen, die Apartments waren auch alle in der Nähe gewesen. Also es war eigentlich eine schöne Sache gewesen, alles unter, ja, greifbar zu haben. Ja, und dann fing es dann auch damit an. Ne? Also ich habe dann habe mich dann so langsam mit Bitcoin ein bisschen Berührung gekommen und habe mich dann da mal ein bisschen beschäftigt gehabt. Ja, das fing dann so war dann in 2017 der Fall gewesen. Und ja, ich bin natürlich dann im höchsten Moment eingestiegen und zack, ist mal wieder gefallen. Jo, kennt man ja nicht anders, ne? Also schon zum 3. Mal eingestiegen und gefallen, aber mal wieder durchgehalten, ne? Meine Frau und ich sind dann halt irgendwann auf die Idee gekommen gehabt, doch ein Apartment in eine mobilierte Wohnung umzuwandeln. Sprich, als die Mieterin dann weg war, habe ich dann die Wohnung dann hergerichtet gehabt und habe dann Möbel reingestellt etc. ausgerichtet, Vollausstattung, ja. Und habe das dann an vorübergehende langfristige Gäste dann möbliert vermietet gehabt. Das hat dann die Mieteinnahmen für diese Wohnung dann nochmal verdoppelt gehabt. Also das war nochmal eine tolle Idee gewesen damals. Und es ist eigentlich auch schon mittlerweile ein anderes Thema, was ich dann auch gerne dann auch im nächsten Video dann einfach weiterführen würde, was die möblierten Wohnungen dann angeht, was man da nochmal ein bisschen herauskitzeln kann durch die Wohnung an sich. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend und seid gespannt auf den nächsten Teil. Wird demnächst auf jeden Fall folgen. Bis dann, tschüss!